La Plata. Eine Stadt, zwei Vereine. Die perfekte Voraussetzung für ein spannendes Clásico. Und diesmal steigt das Clásico im Halbfinale der Playoffs um die Meisterschaft. Blau gegen Rot. Auf der einen Seite die Estudiantes, vierfacher Libertadores-Sieger. Der stolze El León, der Löwe. Auf der anderen Seite Gimnasia, der älteste Club Argentiniens, dennoch ewiger Außenseiter. El Lobo, der Wolf. Titel, Tragödien, Triumphe. Rivalität bis ins Mark. Verón gegen Maradona. Halbfinale 2025. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Das Clásico Platense. Das emotionalste Derby, von dem du noch nie gehört hast. Heute ist Derby-Tag und zwar nicht hier in Buenos Aires in der Stadt, sondern in der Hauptstadt der Provinz Buenos Aires. Und da fahre ich jetzt hin, und zwar mit dem Bus nach La Plata. Wie ihr seht, bin ich jetzt im Bus nach La Plata. Leider habe ich nur noch einen Stehplatz bekommen. Und ein bisschen Zeitstress auch, weil angeblich machen sie um 4, eine Stunde vor Anpfiff die Türen zu. Spannend, wird eine knappe Geschichte. La Plata ist die Hauptstadt der Provinz Buenos Aires. Eine planmäßig errichtete Stadt. Gegründet 1882, wuchs La Plata rasch zu einer Universitätsstadt. Heute mit etwa 750.000 Einwohnern. Bekannt für seine sehenswerte Kathedrale. In La Plata schlägt das Herz der Einwohner für zwei Vereine. Gimnasia y Esgrima La Plata und Estudiantes de La Plata. Wenn zum Clásico Platense, dem Stadtderby, angepfiffen wird, steht La Plata still. Porque la ciudad es así, no es como capital, acá se conoce todo el mundo y es Gimnasia Estudiantes. Okay. Más de Gimnasia que de Estudiantes. Die Rivalität der beiden Vereine teilt Familien, Freundeskreise und ganze Viertel mit einer Leidenschaft, die ihresgleichen sucht. Estudiantes es una pasión, no hay explicación. Es lo que viví yo con mi viejo y ahora yo se lo paso a mi... Creo que ser hincha de Estudiantes de La Plata es una tradición del lugar, de acá, de la ciudad. Entonces es algo que no tiene una explicación plena. Después de mis hijos, el amor más grande. Gimnasia la verdad que significa todo, es un sentimiento desde que naces y no se puede explicar en palabras. Pero es todo, nosotros somos muy pasionales, los triperos somos muy pasionales, nosotros sentimos la camiseta y no abandonamos, Estudiantes sí. Ich wurde von diesen netten Gimnasia-Fans im Taxi mitgenommen und das war bitter nötig. Weil ich hab's wirklich eilig, um reinzukommen. Ich hör's schon und hier war ich schon. Hier kenne ich mich aus, weil da ist das Estadio Luis Hirschi. Das heißt so, Estadio Uno. Jedenfalls das Stadion der Estudiantes. Und in diesem Park befindet sich aber auch das Stadion von Gimnasia und man hört sie auch schon. Also ich hoffe, es wird ein krasses Derby und ich habe es jetzt richtig eilig. Gimnasia y Esgrima La Plata, oft nur Gimnasia genannt, ist Argentiniens ältester aktiver Fußballverein. Gegründet am 3. Juni 1887. Wie der Name Gimnasia y Esgrima, Turnen und Fechten andeutet, startete der Club als bürgerlicher Mehrspartenverein, in dem anfangs vor allem Gymnastik und Fechten populär waren. Deswegen prägt bis heute ein Ritterhelm das Logo des Vereins. Fußball kam etwas später hinzu, wurde 1905 sogar kurz aus dem Programm gestrichen. Eine Entscheidung, die ironischerweise zur Geburt des Erzrivalen führte, doch Gimnasia besann sich wieder auf seinen populären Sport und etablierte sich in La Plata dauerhaft als Fußballmacht der Stadt. Die Heimspielstätte von Gimnasia ist das Estadio Juan Carmelo Cerrillo, malerisch im großen Stadtpark El Bosque, der Wald, gelegen. Daher rührt auch der Spitzname El Lobo, der Wolf, der sinnbildlich durch den Wald streift. Also das kann man schon mal sagen. Richtig nice hier das Gebiet ums Stadion. Mit Grills, einem Teich, so Plätzen zum Hinsetzen und Trinken. Also es ist schon cool hier. Also das gilt auch für beide Vereine, weil beide Stadien sind ja in diesem Park. Gimnasias Fans und Spieler nennen sich zudem stolz Triperos, das heißt sowas wie Kuttelschneider oder Pansenfresser, ein ungewöhnlicher Beiname mit historischem Hintergrund. Anfang des 20. Jahrhunderts stammten viele Gimnasia-Anhänger aus den Fleischfabriken und Schlachthöfen im nahegelegenen Vorort Berisso. Die Rivalen verspotteten sie als Triperos, doch die Gimnasia-Fans übernahmen den Spitznamen,
mit Trotz und machten ihn zu ihrem Ehrennamen. Diesen Mechanismus kennen wir bereits aus Argentinien. Gimnasias Geschichte ist lang und reich an Tradition, doch sportlich nicht besonders erfolgreich. Einen einzigen Meistertitel errang der Club bislang und das war 1929. In der Amateurära, in der Profi-Ära gelang nie der ganz große Wurf. Mehrfach war man knapp dran und wurde Vizemeister. 1994 gewann El Lobo immerhin die Copa Centenario. Das war ein Jubiläumspokal zum 100-jährigen Bestehen des argentinischen Verbands. Und ihr wisst, hier in Argentinien gibt es viele Titel, die unterschiedlich viel zählen. Dieser wird von den Gimnasia-Fans aber ziemlich gefeiert. Wow, was für ein schönes Stadion, richtig geil. Richtig schön. Diego Maradona war tatsächlich Trainer hier, als er gestorben ist, also noch offiziell. Deswegen hängt er auch immer noch hier. Im September 2019 sorgte eine Sensation weltweit für Schlagzeilen. Maradona, die argentinische Fußballlegende und Volksheld, übernahm den Trainerposten bei Gimnasia. Für den strauchelnden Club, der damals gegen den Abstieg kämpfte, war Maradonas Ankunft wie eine Märchenstory. El Diego füllte das Stadion El Bosque bei jedem Heimspiel. Seine Präsenz elektrisierte die ganze Stadt. Obwohl sportlich der große Erfolg ausblieb, verlieh Maradona dem Verein einen neuen Spirit. Tragisch wurde die Geschichte im November 2020. Maradona verstarb während seines Engagements in La Plata. Sein Tod erschütterte die Fußballwelt und besonders die Gimnasia-Familie zutiefst. Ein ausführliches Video über Maradonas Tod und dessen Nachspiel findet ihr hier auf diesem Kanal. Die Estudiantes de La Plata unterscheiden sich deutlich davon. Nach Titeln könnte man sie sogar als den dritterfolgreichsten Club des Landes sehen. Der Verein wurde am 4. August 1905 von einer Gruppe junger Fußballbegeisterter gegründet, die zuvor Gimnasia angehörten. Sie fühlten sich bei Gimnasia nicht gut genug unterstützt, also sagten die rebellischen Studenten, da machen wir es halt selbst, und riefen Club Estudiantes ins Leben. Sie wählten die Farben Rot und Weiß als Hommage an den Amateurclub Alumni aus der englischen Schule, der damals den argentinischen Fußball beherrschte. Deswegen werden sie auch bis heute Engländer von den Gimnasia-Fans genannt. Die Anhänger von Estudiantes tragen zwei weitere traditionelle Spitznamen: Los Pincharatas und El León. Pincharatas, wörtlich Rattenstecher, klingt zunächst skurril, der Name geht auf eine Anekdote aus der Anfangszeit zurück. Ein Mann namens Felipe Montedonizar, so heißt es, soll auf dem Markt von La Plata Ratten gejagt haben und mit Stöcken aufgespießt haben. Ob er ein besonders eifriger Estudiantes-Fan war, bleibt Legende, aber die Rivalen verspotteten die Clubmitglieder eben als jene Rattenstecher. Wie in Argentinien üblich, statt sich über den Namen zu ärgern, nahmen die Estudiantes-Anhänger den Titel augenzwinkernd an. Bis heute nennt man den Verein kurz El Pincha, der Stecher. Oh, Pincharrata, vamos. Außerdem verwendet der Club seit den 1960ern stolz den Beinamen El León, der Löwe. Die Estudiantes schreiben eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte. Bereits 1913 gewannen die Estudiantes ihren ersten Meistertitel. Es war ein Vorgeschmack auf das, was Jahrzehnte später folgen sollte. Die großen Triumphe, die Estudiantes landesweit und international berühmt machen würden. Der Club holte bislang 6 argentinische Meistertitel, zuletzt 2010, und machte vor allem auf internationaler Bühne Furore. Legendär ist die Mannschaft der späten 1960er Jahre, die als Los Profesores bekannt war. 3-mal in Folge gewannen die Estudiantes die Copa Libertadores. 1968, 1969 und 1970. Ein historischer Dreifachtriumph. 1968 krönten die Pincharatas ihren Höhenflug mit dem Gewinn des Weltpokals gegen Manchester United. Spielerlegende Juan Ramón Verón, auch La Bruja, die Hexe genannt, machte das Tor in Old Trafford und sich damit unsterblich. La Bruja, héroe nacional de la gesta más grande que tiene el club, que es ganarle al Manchester en su cancha y salir campeón del mundo. La Bruja representa todo lo que es Estudiantes. La familia Verón es Estudiantes. Nach der goldenen Generation um 1970 folgten weitere Highlights. Ein Meisterduo 1982-83, der spektakuläre Meistertitel 2006,
als die Boca Juniors im Meisterschaftsendspiel bezwungen wurden und schließlich der Libertadores-Triumph 2009. Der 4. Libertadores für die Estudiantes wurde mit Kapitän Juan Sebastián Verón errungen. Verón, der Sohn der Hexe, kehrte damals als Weltstar aus Europa zurück, um seinem Jugendclub zum Erfolg zu verhelfen. Er wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt und führte Estudiantes im Finale gegen Cruzeiro zum Sieg. Die Familie Verón ist also Estudiantes. La Bruja verstarb leider dieses Jahr. Sein Sohn, Juan Sebastián Verón, wurde nach seiner aktiven Zeit Präsident des Vereins. Él volvió de Europa a jugar en Estudiantes cuando podía haber seguido jugando allá y volvió por Estudiantes. Y eso para nosotros es muchísimo. Y como presidente hizo este enorme estadio. A mí generacionalmente es todo. Gracias a La Bruja tenemos esto. Tuvimos estadio, volvimos a ganar la Libertadores en 2009, estuvimos así de ganarle al Barcelona, otra vez ganar otra Copa del Mundo, así por nada. El apellido Verón es historia en Estudiantes, tanto el padre como el hijo. Hier das Stadion von den Estudiantes, dem Erzfeind, das, wie ich finde, sehr gut geworden ist. Und Verón hat das Ganze wieder ausgebaut bzw. renoviert, sodass sie wieder da spielen konnten. Früher haben die Estudiantes auch mal bei Gimnasia gespielt und es gibt noch ein großes Stadion hier in La Plata, das soll vielleicht sogar WM-Stadion werden. Das heißt mittlerweile Diego Armando Maradona. Verón Juniors Spitzname ist La Brujita, die kleine Hexe, in Anlehnung an seinen Vater und verkörpert die Identität des Clubs wie kaum ein anderer. Und auch aktuell sorgt er landesweit für Schlagzeilen, denn Estudiantes stehen als einziger Club für die Privatisierung im argentinischen Fußball und sind die größte Opposition gegen den Verband. Im November 2025 wurde Verón von der argentinischen Fußballassoziation AFA für 6 Monate gesperrt. Was war passiert? Die AFA hatte nach Abschluss der Saison 2025 plötzlich einen neuen Titel erfunden und an Rosario Central vergeben, weil die in der Gesamttabelle die meisten Punkte hatten. Die Estudiantes waren empört über diesen neu erfundenen Pokal und behaupteten, es hätte keine Abstimmung dazu gegeben. Diese Abstimmung gab es, aber bis heute ist strittig, ob in der Abstimmung nur darüber abgestimmt wurde, ob Rosario geehrt wird oder ob sie einen Titel erhalten. Als Rosario Central dann beim K.O.-Spiel geehrt werden sollte, verweigerten die Estudiantes den üblichen Respekt. Anstatt spaliert zu stehen, drehten alle 11 Estudiantes-Spieler demonstrativ dem Gegner den Rücken zu. Diese beispiellose Aktion, ein umgekehrtes Ehrenspalier, war deutlich an den Verband gerichtet. Die Quittung kam prompt. Verón als Clubpräsident wurde für alle Fußballaktivitäten ein halbes Jahr gesperrt und die beteiligten Spieler für 2 Partien im nächsten Jahr. Für das Derby von La Plata bedeutet diese Affäre natürlich zusätzlichen Zündstoff. Wir können uns sicher sein, das war nicht die letzte Schlagzeile um Juan Sebastián Verón. Y para nosotros, mira, estábamos muy mal, estamos viviendo una situación muy compleja. Gimnasia estaba muy mal y de golpe resurgió y estamos viviendo una emoción terrible, es muy importante. Primero porque nos creemos y sentimos que somos lo más grande de La Plata, que somos lo más pasional, que somos el lobo grosso y merecemos ganar este clásico. Es mucho para nosotros, mucho, y después de acá salir campeones. Realmente impensado, hace un mes estábamos peleando el descenso, pero bueno, esto es fútbol y ahora son mano a mano, jugamos contra el clásico rival, venimos con la mejor de las ondas porque era una situación muy compleja, muy complicada y ahora se está viendo con mucha alegría, mucho optimismo, así que esperemos que todo salga bien y si no, agradecido porque la verdad nos están dejando todo los muchachos en la cancha. Kein Derby in Argentinien ist so alt und gleichzeitig so ungleich wie das Clásico in La Plata.
Das erste offizielle Aufeinandertreffen fand am 27. August 1916 statt. Gimnasia gewann 1:0 durch ein kurioses Eigentor. Über 180 Mal begegneten sich die Clubs seither in Pflichtspielen. In der Gesamtbilanz liegen die Rot-Weißen deutlich vorne. Offiziell verzeichnen die Estudiantes aktuell rund 69 Siege, Gimnasia etwa 51 Siege. Besonders eklatant ist die jüngere Serie. Von den letzten 27 Klassikos konnte Gimnasia gerade eines gewinnen. Und jetzt, im Dezember 2025, erlebt die Rivalität ein neues Kapitel. Beide Clubs schafften es überraschend in die Meisterschaftsplayoffs. Niemand hätte das wenige Wochen zuvor gedacht. Gimnasia kämpfte noch gegen den Abstieg und die Estudiantes spielten eine durchwachsene Clausura. Doch auf den letzten Drücker qualifizierten sich beide und schafften es beide ins Halbfinale. Und dort stehen sich die beiden jetzt gegenüber. Ein Classico Platense und diesmal geht es um nichts Geringeres als um den Finaleinzug um die Meisterschaft. So etwas hat es seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben. No sé si más importante o no, pero tiene más un plus al ser el clásico. Y bueno, es todo ganarle a Estudiantes. Hoy es todo ganarle a Estudiantes y aparte sumar para nosotros estos puntos gloriosos que tanto necesitamos. Hoy nos jugamos todo. Esto es sentimiento, corazón, alma. No se puede hablar, no se puede expresar lo que se siente por el lobo. Gane o pierda, acá está Gimnasia. Esto es pueblo, esto es el lobo. Bevor wir tief in die Stimmung eintauchen, lasst doch noch schnell ein Follow da, um den Kanal auch weiterhin zu supporten. Wie ihr seht, habe ich es pünktlich ins Stadion geschafft. Eine Stunde vor Spielbeginn war das hier sowas von voll. Ich bin nicht auf der Seite der Barra, aber auch hier war ordentlich was los. Richtig cool fand ich die Auftritte auf dem Zaun, richtig oldschool argentinisch, in diesem wunderbar alten Stadion. Jetzt kam das Intro und das war sowas von genial und erinnerte mich sogar an europäische Typho. Mit einem gemalten Wolf vor mir und auch auf der anderen Seite wurde etwas hochgezogen, erinnerte fast schon an eine europäische Choreografie. Die Stimmung hier war richtig gut, aber auch mega angespannt.
Das Spiel sah aus wie ein 0-0, eher war Gymnasia-Drücker. Man merkt doch, hier ist ordentlich Emotion drin. Ob Sitzplätze, ob beide Stehkurven, alles springt sehr oft und eigentlich machen alle die ganze Zeit mit, aber das Spiel steht natürlich im Fokus, auch wenn man den Spielern auch anmerkt, wie angespannt sie sind. Aber dann das 1:0 für die Estudiantes. Wie aus dem Nichts. Nach dem Gegentreffer gaben die Fans nicht auf. Im Gegenteil, sie kämpften, machten hier nochmal richtig Stimmung mitten im Wald in diesem Stadion. Eine wirklich coole Stimmung. Dieses Stadion hat einfach eine einzigartige Atmosphäre. Falls ihr hier seid, ein Besuch lohnt sich. Die Fans waren geschockt, rafften sich aber nochmal auf. Aber es wurde nichts mehr, trotz aller Bemühungen. Die Estudiantes konnten ihre unglaubliche Derby-Serie aufrechterhalten und feierten im Stadion des Gegners. Gymnasia-Fans sind na klar enttäuscht. Aber es geht. Einer hatte vor dem Spiel gesagt, sie haben sich vor wenigen Wochen noch abgestiegen gesehen. Und jetzt spielen sie im Halbfinale um die Meisterschaft. Bitter natürlich, dass man im Klassiko rausfliegt, aber so ist es halt. Die Stimmung vor dem Spiel war echt genial. Vor allem das Intro, da lag was in der Luft. Spielerisch waren Estudiantes auf keinen Fall besser, aber so ist es manchmal im Fußball. Und wie ging es weiter? Die Sperre hat Varron nicht geschadet. Im Gegenteil. Er reiste als prominentester Fan überall hin und konnte sogar den Titel der Estudiantes in der Kurve feiern. Geniale Bilder und er wird mit mehr Macht zurückkehren. Seine Ambitionen, den argentinischen Fußball zu revolutionieren, ungebrochen. Wie das weitergeht, das seht ihr sicher hier. Deswegen lasst doch noch ein Abo da und folgt uns gerne auch auf Instagram. Für mehr Eindrücke aus dem argentinischen Fußball sehen wir uns in den nächsten Videos.